Negative Gedanken und Emotionen lösen Stress aus und aktivieren den Sympathikus. Wir können jedoch bewusst körperlichen, geistigen und emotionalen Stress reduzieren und in einen entspannteren Status gelangen. Dazu mache ich gleich eine Übung mit dir, wo du mitmachen kannst. Es spielt keine Rolle, ob deine Gedanken und Emotionen aus Situationen, die im Job, Partnerschaft oder zwischenmenschliche Situationen entstanden sind und welche Emotionen es sind. Es kann sich um Wut, Hilflosigkeit, Eifersucht, Scham, Hoffnungslosigkeit, Trauer in einem Trauerfall oder absolute Perspektivlosigkeit handeln, ja sogar um Rache oder Lustgedanken. Es ist völlig egal. Alles, was im Leben vorkommen kann. Das Konstrukt von Emotionen und Gedanken ist im Groben immer dasselbe. Ich erkläre dir jetzt das Konstrukt, dann gebe ich dir eine Übung als Hilfswerkzeug mit, wo du aktiv mitmachen kannst und deine Emotionen und Gedanken in einen positiveren, entspannten Status gelangen können. Das Konstrukt. Eine Emotion entsteht in ihrer Wurzel durch eine Situation und oder einem Trigger aus der Vergangenheit. Stell dir einen riesigen Baum vor, dessen große, schöne Baumkrone mit all ihren Blättern, geschlossenen Knospen und offenen Blüten, das sind deine Emotionen. Solch eine Blütenpracht braucht aber etwas, um überhaupt entstehen zu können. Die Emotion, welche ich anhand der Baumkrone mit den Blüten vergleiche, benötigt also einen Stamm mit Adern, wo das Wasser von den Wurzelspitzen tief unter der Erde hinaufgezogen werden kann, damit oben angekommen die Blätter, also deine Emotionen, entstehen und wachsen können. Dieses Wasser sind deine aktuellen Gedanken und gespeicherten Erinnerungsgedanken. Das heißt, ohne Gedanken kann keine Emotion entstehen. Ohne Wasser keine Baumkrone mit Knospen und Blüten. Dr. Huberman aus den USA, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, sagte in einem Vortrag, ich hatte mitgeschrieben, Zitat: Der Weg, unser Gedankensystem zu kontrollieren und uns so zu fühlen, wie wir uns fühlen wollen, besteht darin, dass wir das Verhalten rückwärts laufen lassen. Gedanken, Emotionen und dann die Wahrnehmung zu ändern und die Empfindung und damit das Verhalten. Zitat Ende. Wenn wir nun von der Baumkrone rückwärts Richtung Wurzelspitze wandern, müssen wir am Stamm, wo die Wasseradern liegen, entlang. Dort unten in den Wurzelspitzen sind all unsere gespeicherten und unbewussten Gedanken aus der Vergangenheit drin. Also sämtliche Trigger. Und dieser Stamm ist manchmal sehr lang und hat ganz verschiedene Adern, deren Wurzelspitzen an verschiedenen Stellen unter der Erde das Wasser hinaufziehen. Es sind all deine unbewussten Gedanken und Erinnerungen, die von der Wurzelspitze den ganzen langen Stamm hinauf zur Baumkrone fließen und den aktuellen Gedanken füttern und die Emotionen dort dann entsprechend aufbrechen lässt. Es sei denn, du hast dich professionell abgeschält, sage ich mal. Man kann das mit einer Zwiebel vergleichen, wie eine Freundin neulich erwähnte, wo man, je näher man an das Innere kommt, es immer mehr sticht und zwackt in den Augen. Ob die Emotion nun von der aktuellen Situation angemessen, unangenehm oder angenehm ist, hängt von einem, von ihr selbst
und oder von der Qualität des Wassers, also der Wurzelspitze deines Gedanken ab. Über diese beiden Punkte mache ich noch einen gesonderten Podcast, den du dann in meiner Playlist finden kannst. Negative Gedanken und daraus resultierende negative Emotionen versetzen dich in Stress und aktivieren den Sympathikus. Ich gebe dir jetzt eine Atemübung, wo du deine Gedanken und Emotionen in einen angenehmeren Zustand verlegen kannst und auch der Parasympathikus aktiviert wird, damit dein Körper und Geist sich entspannen können. Du atmest durch die Nase ein und durch die Nase auch aus. Mache es ruhig etwas lauter. Ich gebe dir zur Hilfe den Takt an, weil das Ausatmen doppelt so lang sein sollte wie das Einatmen. Nebenbei bemerkt kannst du dir das auch so merken, dass alles, was du dir von außen reinziehst, dich innerlich nicht kaputt machen soll und es doppelt so lang braucht, bis du es verdaut und ausgestoßen hast. Oder ähnlich wie Beethovens Neunter, wo genau aus diesem Grund ein tiefer Seufzer sich der Brust entringt. Wir machen das jetzt 3-mal mit einem Takt von 3. Beim Einatmen zähle ich bis 3 und beim Ausatmen zähle ich bis 6. Einatmen 2, 3. Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen 2, 3. Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen 2, 3. Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6. Wenn du aufmerksam deine Emotionen beobachtest, wirst du merken, dass je länger du diese Übung machst, sich der Geschmack des Wassers ändert. Das liegt daran, dass ich durch diese Atemübung das Wasser weg von der Wurzelspitze lenke. Für eine längere Atemübung lege ich in einem gesonderten Podcast genau diese Atemübung in eine Schleife. Die kannst du dir dann in meiner Playlist heraussuchen